Es gibt eine geheimnisvolle russische Funkstation aus den 70er Jahren. Diese ist seit kurzem wieder im Gespräch. Damals wie heute ist es ein Geheimnis und niemand weiß so richtig, woher es kommt, wer es sendet und was die Botschaften bedeuten. UVB 76 wird es genannt. Auf der Frequenz 4625 kHz ist es zu hören. Ein krächzendes Summen seit den 70er Jahren, das durchgängig gesendet wird. Jeder kann reinhören, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass etwas Menschliches zu hören ist. Nur in ganz bestimmten Momenten scheinbar werden kryptische Nachrichten versendet, über die es zahlreiche Theorien gibt. Es wird unter anderem The Buzzer genannt. Da manche Menschen glauben, das russische Militär habe den Kanal eingerichtet, um in kritischen Fällen wie im Falle eines Atomkriegs Signale senden zu können, wird es auch manchmal Doomsday-Sender genannt. Wenn es sich um kaputtes Equipment handelt, wobei das Senden aber immer noch unfreiwillig läuft, warum gibt es dann teilweise echte Botschaften, auf die wir gleich eingehen werden? Hören wir uns den Sender erst einmal an. Allein die Tonfolge ist schon bizarr. Etwa 25 Töne pro Minute. Während die meiste Zeit eben diese bedrückenden Geräusche gesendet werden, werden zu bestimmten, interessanten Zeitpunkten kryptische Nachrichten versendet. Beim jüngsten Fall, weswegen dieses Mysterium auch wieder Thema wurde, geschah es während des Gesprächs zwischen Trump und Putin. Wobei, wichtig zu erwähnen, das eigentliche Ziel des Gesprächs war, den Krieg zu beenden. Dieses Gespräch erweckte den Buzzer wieder zum Leben. Es wurden besorgniserregende, verschlüsselte Nachrichten versendet. Das hier ist die Botschaft. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 01 263. Арина, Ольга, Леонид, Татьяна, Анна, Николай, Константин, Анна. 44 30 95 29. Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 95 29. Прием. Gleichzeitig ist anzumerken, dass vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022 es erneut Botschaften versendet wurden. Kann es sein, dass das russische Militär dies zur Kommunikation nutzt, in bestimmten Situationen? In diese Richtung gehen nämlich die Erklärungsansätze von den Forschenden. Laut einer russischen Zeitung wurden damals unter anderem Wörter wie Duftgedichte, unaufhaltsam oder Teehaus gesendet. Die Menschen sind beunruhigt, die Medien berichten immer öfter darüber und selbst die CIA soll daran arbeiten, dieses Geheimnis zu lüften. Militäranalysten versuchen seit Jahren schon dahinter zu kommen. Auf den ersten Blick erinnert es vielleicht an die Doomsday-Uhr, die Weltuntergangsuhr. Es ist ein sozusagen symbolisches Instrument, das vom Bulletin of the Atomic Scientists seit 1947 gepflegt wird. Sie soll zeigen, wie nah die Menschheit an einer selbst verursachten globalen Katastrophe ist, wie etwa durch Atomkrieg, Klimawandel oder durch neue Technologien, die noch gar nicht bekannt sind. Diese Uhr ist aber nicht mit dem Weltuntergangsradiosender zu vergleichen, denn sie verfolgt offensichtlich einen positiven Zweck, was bei dem Radiosender noch ein Rätsel ist. Der Zeiger wird regelmäßig neu eingestellt, basierend auf aktuelle, politische, wissenschaftliche oder globale Entwicklungen. 2024 stand die Uhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht.
So nah wie noch nie. Und nun? Professor David Stupples von der City St. George's University erklärt The Sun, UVB 76 könne das gesamte russische Territorium über das Hochfrequenzband abdecken. Stellt euch vor, das Signal funktioniert ohne Satelliten, ohne Internet. Ein perfektes, unauffälliges Kommunikationsmittel. Die Signale prallen einfach an der Ionosphäre ab. Er sagt, meine eigene Vermutung ist, dass sie diesen Kanal für Notfälle reservieren. Entweder wegen eines weltweiten Konflikts mit bösartigen Waffen oder für den Fall, dass andere Dinge schiefgehen. Zum Beispiel, dass sie ihre gesamte Satellitenkommunikation verloren haben. Natürlich entstehen Spekulationen über geheime Militäraktionen oder psychologische Kriegsführung, da ein Zusammenhang mit den wichtigen politischen Gesprächen stark vermutet wird. Im Falle eines Atomkriegs könnte ein direkter atomarer Gegenschlag möglich sein, durch diese Kommunikation. Weiterhin könnte es sein, dass die Station verschlüsselte Nachrichten an Agenten übermittelt. Und letztendlich glauben sogar einige, dass diese Station zur Gedankenkontrolle genutzt wird. Denn hört euch an, was am 21. Januar 2022 gesendet wurde. Wisst ihr noch, wie dieses Lied wie eine Seuche durch die ganze Welt ging? Vielleicht eine Kaperung durch Piratensender. Aber was, wenn nicht? Unheimlich ist die Vorstellung, dass es eine Art Totmannschalter ist. Das heißt, solange es sendet, befinden wir uns im Normalzustand. Nur in ganz besonderen Situationen stoppt der Normalzustand und es signalisiert sozusagen den Alarmzustand. Ist es vielleicht etwas ganz anderes? Ein wissenschaftliches Projekt mit einem ganz anderen Zweck? Was, wenn man noch einen Schritt weiter denkt und es nur ein psychologisches Experiment ist? Vielleicht hat es überhaupt nichts zu bedeuten und erzeugt einfach Unruhe auf der Welt. Denn stellt euch vor, es wird immer Menschen geben, die von einem Chaos profitieren. Das wurde in der Vergangenheit sogar in Finanzkrisen beobachtet. Möchte man ein Chaos inszenieren, wäre UVB 76 mit seinem heutigen Ruf ein sehr gutes Instrument dafür. Es braucht nur einfach etwas Sinnhaftes zu versenden und die Welt hört zu. Genau in diesem Fall wäre auch dieses Video kontraproduktiv. Sinn und Zweck dieses Videos ist jedoch nur die Aufklärung. Eure Meinung bildet ihr euch am besten selbst.